Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute hier das Einhorn Fohlen, eine Neuheit für 2020. Von Schleich zur Serie Bayala. Ob ihr es bereits in den Läden findet, kann ich euch nicht sagen. Online ist es auf jeden Fall schon erhältlich. Auch eine wirklich sehr schöne Fantasy-Figur, eine tolle Erweiterung zur Serie Bayala. In einem der letzten Videos habe ich schon den Blüten-Pegasus hier ausgepackt. Die beiden passen natürlich perfekt zueinander, obwohl wir es hier mit einem Pegasus und hier mit einem Einhorn Fohlen zu tun haben. Natürlich gibt es auch wieder zu diesem Einhorn Begleittext von Schleich, welches ihr auf der Webseite findet. Ja, da es dem Blüten-Pegasus Gesellschaft leistet, denke ich mal, dass ihr die beiden in der gleichen Gegend von Bayala findet. Falls euch die Geschichte dazu interessiert, schaut euch einfach das Video zum Blüten-Pegasus hier an. Wunderschöne Skulptur, toll gemacht. Leider hat hier Schleich, was die Bemalung angeht, ja, ein bisschen eingespart, sehr spärlich bemalt. Klaro, Mähne, Schweif und Flügel wurden in einer anderen Farbe gegossen. Das ist eigentlich schon bunt genug, aber es gibt halt die Details, die man hier sieht. Gerade die Rosen, die wurden wirklich sehr spärlich besprüht, leider Gottes, und das bisschen Glitzer reißt dann auch nicht mehr raus, aber eine absolut fantastische, wunderschön gemachte Skulptur. Überhaupt kein Thema. Und ich denke mal, in die gleiche Kerbe können wir auch dieses Einhornfohlen mit dazulegen. Die Verpackung, wenn es interessiert, hat eine Größe von ca. 18 cm in der Höhe, 9 cm in der Breite und 6,5 in der Tiefe. Übliches Display, schöne Verpackung, tolle Aufmachung, kann man überhaupt nicht sagen. Auch das Fohlen wahnsinnig gut drin befestigt. Der Draht in Kunststoff eingegossen, alle 4 Beine hier umwickelt, also bombenfester Stand in diesem Display hier drin. Schon der Knaller, empfohlen für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Natürlich gibt es auch massenhaft erwachsene Sammler und Sammlerinnen, die sich das hier definitiv in ihre Vitrine stellen werden. Und dieses Modell hier hat die Nummer 50591. Auf der Rückseite noch ein bisschen Werbung für andere Figuren. Hier seht ihr den Blüten-Pegasus, hier das Drachenpärchen bzw. Drachenmama mit Baby, werde ich euch auch noch vorstellen, ebenfalls eine Neuheit für 2020. Dahinter noch ein bisschen älteres Pegasus-Modell von Anfang 2019, Ende 2018, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ihr seht, schön gestaltet das Ganze. Jetzt werde ich dieses Fohlen hier mal kurz aus der Verpackung befreien und zack, hier haben wir es auch schon. Also, das sieht doch alles richtig gut aus. Toll, also super. Wenn ihr Bayala Fohlen sammelt, passt es auch da wunderbar mit dazu. Schön. Also, was mir hier auch wirklich außerordentlich gut gefällt, ist die Länge der Beine. Ja, richtig schön schlank, richtig schön lang. Beim Kopf muss ich noch ein bisschen überlegen, denn irgendwie die Proportionen stimmen hier nicht so ganz. Oder vielleicht stört mich auch nur das Lächeln, was es hier hat. Naja, stören kann man auch nicht sagen. Es guckt halt lieb, es guckt total freundlich. Ist halt schon eher ein Kindereinhorn, ja. Und so realistisch die ganze Figur hier wirkt, also von den Proportionen her, natürlich nicht von der Blütenmähne, vom Blütenschweif und ja, den Blütenläufen hier unten, davon mal abgesehen, aber rein von der Statur her wirklich schon extrem realistisch, ganz toll, bis auf dieses Grinsen hier, ne? Aber ist nicht schlimm, ist eine Fantasy-Figur, von dem her ist das absolut okay. Gefällt mir sehr gut, sonst hätte es den Weg nicht in meine Sammlung hier gefunden. Ihr wisst, ich mache keine Werbung, ich kaufe mir die Figuren selbst und ich sage euch da meine Meinung zu. Ist aber nur meine Meinung, macht euch bitte schön euer ganz eigenes Bild. Wenn ich etwas gut oder schlecht finde, dann muss es nicht eure Meinung sein. Ja, also macht euch da bitte total frei, wenn ihr euch ein Review anschaut. So, was die Größe angeht, wir haben hier eine Höhe von nicht ganz 8,5 cm, 8,4 würde ich mal sagen. Und wir haben eine Länge, wenn ich so messe, von gut 9 cm. Und somit passt es wunderbar zu diesem Blüten-Pegasus. Sieht wirklich aus wie, ja, Mutter und Kind oder Vater und Kind, je nachdem. Pegasus ist ja normalerweise immer männlich, da es im Prinzip nur einen gibt, aber wir haben hier ja einen Blüten-Pegasus, von dem her vergesst es einfach, ja. Also hier, lasst uns das mal aus der Nähe betrachten. Also die Stellung, die Pose gefällt mir schon mal sehr gut, sehr locker, sehr natürlich. Die Haltung vom Kopf, die Haltung der Beine, auch ein bisschen Schweif hier ein bisschen aufstellt. Alles wunderbar, wirkt sogar ein bisschen stolz, erhaben. Ja, und wir haben hier im Prinzip auch die gleiche Farbgebung, abgesehen natürlich von den rosa Flügeln unseres
Blüten-Pegasuses. Wir haben hier so ein bisschen Mint- oder Türkisgrün, was den Schweif und die Mähne angeht. Und hier unten wurde violett gesprüht. Gab auch ordentlich Sprühnebel, stört aber nicht wirklich. Es ist schon gut gemacht. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Na dann, beginnen wir hier mal am Kopf. Das Auge haben sie schwarz bemalt und ein bisschen violett drumherum gesprüht. Ihr könnt sehen, aber ganz, ganz zart. Schön ist die schwarze Lackfarbe, die hier ganz toll glänzt in meinen Lichtern. Ihr seht hier auch die Fellstruktur, die wurde hier schön gearbeitet. Das hier ist wieder natürlicher, als was hier bei unserem Blüten-Pegasus haben. Seht ihr das? Da ist diese Struktur viel, viel, viel gröber. Es wirkt fast wie so eine Holzschnitzerei. Das ist hier viel, viel, viel natürlicher gelungen. Das ist schön. Übrigens dann auch noch so ein rosa Sprüher über die Nüstern hier. Und ihr seht, also das Lächeln ist schon enorm. Ist goldig, ist süß. Aber irgendwas stimmt mit dem Gesicht nicht. Ich weiß nicht. Sind die Wangen irgendwie zu massig? Ist der Kopf an für sich zu kurz? Stimmt das mit den Nüstern nicht? Ich kann es euch beim besten Willen gerade nicht sagen. Ich sitze oder ich stehe gerade hier echt auf dem Schlauch. Ja? Von vorne sieht es total lieb aus, total goldig. Ihr seht es, die Augen gucken auch schön nach vorne. Ja, und das grinsende Mäulchen, ja, das, ne? Übrigens auf der Seite grinst noch ein bisschen mehr als hier. Ne? Das hier ist die Zuckerseite. Das hier eher neutral. Das Hörnchen hier oben haben sie etwas mit Glitzer bestrichen. Auch das schimmert ein bisschen in rosa mit dem Silberglitzer. Das passt. Dann hier seht ihr schon, dass drumherum lauter winzige kleine Blüten oder Bärchen zu sehen sind. Ja, das ist schon echt nett gemacht und das zieht sich dann natürlich auch hier über die Mähne. Ihr findet hier Rosen drin, ihr findet Haare drin, ihr findet andere Blüten. Ja, schön gemacht, so eine Blumenranke, die man hier als Mähne angelegt hat. Finde ich eine tolle Idee. Also why not? Hat ein bisschen was von Jugendstil, Romantik oder ja, vielleicht auch sogar ein bisschen naive Malerei. Ihr seht, hier wurde es nicht ganz sauber bemalt. Ne? Ihr seht die Ränder, die schimmern hier noch ein bisschen weiß drunter vor. Ja, schade, nicht ganz so schön. Da lege ich eigentlich als Sammler Wert drauf, dass es auch sauber bemalt ist. Aber besser so, als wenn man es hier mit Airbrush besprüht hätte. Das haben sie nur an den Rosen gemacht. Ihr seht, da gab es immer so einen Tupfen Altrosa drauf. Also das ist hier auch okay. Die Ohren stehen nach oben, haben auch eine nette Vertiefung. Also das ist schon echt nett gemacht. Es gefällt mir gut. Grinsen hin oder her, ja. Dann seht ihr hier halt vor allem auch einen schönen kräftigen Hals, auch hier das Fell fein gearbeitet. Ihr seht auch die Muskeln hier, wo es in die Vorderläufe übergeht. Das ist schon alles wirklich wohl proportioniert, echt schön gemacht. Egal von welcher Seite ihr euch das anschaut. Richtig, richtig schön geworden. Schöne, schlanke Beine. Und hier in den Fesseln kommen wieder diese Blüten, Blätter und Härchen, alles Mögliche. Und die Hufe, die haben sie noch etwas mit einem silbernen Glitzer bestrichen, wie oben auch das Hörnchen. Und ihr seht, der Glitzer, das ist nicht ganz so schön. Und ja, daran sieht man halt auch, dass das Ganze noch per Handarbeit gemacht wurde. Was natürlich toll ist zum einen, ja, zum anderen beim heutigen Digitaldruck, ob man da auch Glitzer auftragen kann, weiß ich nicht. Aber es wird halt eigentlich schon genauer. Und eine Figur sieht halt auch aus wie die andere. Von dem her. Hier ist man immer ein bisschen von der Laune, von dem Können der Bemaler abhängig. Naja, also ihr seht es auf jeden Fall echt nett gemacht. Auch toll, wie man die Muskeln ein bisschen sehen kann. Und auch die hinteren Beine echt super schön gemacht. Auch der Übergang zu den Schenkeln, zur Flanke, vor allem auch was die Härchen angeht. Das ist schon richtig, richtig toll gemacht. Also hier viele Grüße an die Künstler oder an die Künstlerin, wer auch immer an diesem Fohlen hier gearbeitet hat. Toll gemacht. Hier seht ihr auch das Copyright von 2019 ist für das erste Halbjahr 2020 gedacht. Und hier seht ihr auch die Unterseite der Hufe. Kann man auch schön eine Struktur sehen. Also richtig, richtig toll gemacht. Dann haben wir hier den Schweif. Hier seht ihr sogar ein Philodendronblatt. Ja, so wie so ein Gummibaum. Und Blüten und Ranken und Härchen dazwischen. Alles Mögliche. Auch hier die Rosen wieder mit einem Spritzer rosa gebrushed. Hier auch noch ein paar schöne Blumen zu sehen. Philodendronblätter. Toll gemacht. Nettes kleines Schwänzchen hier. Es wirkt trotz dieser
ja, künstlerischen Freiheit doch absolut natürlich. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, ne? Und es sieht einfach schön aus von allen Seiten, egal wie ihr es dreht, wie ihr es haltet. Also absolut gelungen. Eine wunderschöne Erweiterung für die Serie Bayala, wie ich finde. Freue mich, dass ich es jetzt hier habe. Ja, und wie schon gesagt, die beiden passen wirklich super zusammen. Ganz, ganz toll. Auch wenn sie sich von der Fellstruktur ein bisschen unterscheiden, aber das alles halb so wild. Ich werde das Ganze natürlich noch in 360 Grad filmen und gleich hier an dieses Video mit dranhängen. Ja, und ich glaube, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Entweder es gefällt einem oder man sagt halt, oh Gott, wie kitschig, und lässt es halt stehen, ne? Aber wer Fantasy-Wesen mag, wer Bayala mag, kann mit den beiden hier überhaupt gar nichts falsch machen. Super, ja, fühlt sich auch schön an vom Material. Wir haben hier ja den typischen Schleichkunststoff, würde ich mal sagen. Nicht zu weich, nicht zu hart, macht alles einen sehr robusten Eindruck, ist auch echt gut verarbeitet. Also von dem her, ich kann es wirklich empfehlen. Das kleine Einhornfohlen mit der Nummer 70591 für das erste Halbjahr 2020. Jetzt, wie schon gesagt, bereits erhältlich. So, übrigens, es sei noch erwähnt, ich finde, es steht etwas schräg. Seht ihr das? Es steht jetzt richtig auf allen Vieren. Das kommt vielleicht daran, dass dieses Beinchen etwas angewinkelt ist und darum irgendwie geht es so ein bisschen zur Seite. Also es steht ziemlich schräg. Wenn sich die Beine noch ein bisschen verbiegen, dann fällt es um. Das wäre natürlich schlecht. Ja, also das ist mir aufgefallen. Und also das steht jetzt hier recht stabil, aber ich sage ja, wenn sich das hintere linke Bein auch noch ein bisschen verbiegt, ja, dann war es das. Dann gibt es definitiv um. Und so war es halt schon in der Verpackung drin. Also ihr seht schon, wie das nach rechts gibt, ne? Der Hammer. Also vielleicht aufpassen, falls ihr es nicht in ein Regal oder in eine Vitrine stellt, wenn ihr es so in einer Kiste oder im Karton aufbewahrt, vielleicht schiebt ihr da einen kleinen Karton zwischen die Beine, damit es immer ein bisschen auseinander gedrückt wird, ne? Ihr wisst, was ich meine, damit es auch in Zukunft stehen bleibt, das hübsche kleine Einhornfohlen. So. Damit bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay.